In diesem Video lernt ihr die allergrundlegendsten Dinge über Zeitreisen und wie man sie mit PandaPipe simuliert. Die Folien sind im Rahmen einer Vorlesung entstanden, die im Wintersemester 24/25 an der TU Berlin stattgefunden hat. Wenn wir in PandaPipes oder jeder anderen Netzsimulationssoftware eine Berechnung durchführen, ist dies nur für einen Zeitschritt. Man berechnet zwar alle Werte aller Netzbestandteile, wie Knoten, Rohre, Quellen und Senken, aber eben nur einmal. Ändert sich eines der Eingangswerte, müssen wir eine weitere Netzberechnung durchführen. Und genauso funktioniert eine zeitabhängige Netzsimulation oder Zeitreihenberechnung eines Energienetzes. Eine Zeitreihe ist zunächst mal eine Größe bzw. ein Parameter, der als Funktion der Zeit dargestellt wird. Hier sehen wir nochmal die statische Berechnung eines Netzes für einen Zeitpunkt bzw. einen Zeitschritt. Dargestellt ist hier ein beliebiger Wert, zum Beispiel der Druck am Anfang von Rohr 1 oder sowas. Eine dynamische Berechnung würde nun kontinuierlich die weitere Änderung des Wertes abbilden. Dies beinhaltet allerdings viel Rechenaufwand, da die detaillierten physikalischen Vorgänge des Fluids an jedem Ort im Netz dargestellt und berechnet werden müssen. Ein Kompromiss, um eine Zeitreihe abbilden zu können, aber trotzdem bei hoher Rechengeschwindigkeit zu bleiben, stellt die sogenannte quasi-stationäre Berechnung dar. Hier werden die Eingangswerte im nächsten Zeitschritt angepasst und eine neue Berechnung durchgeführt, aber Zwischenzustände vernachlässigt. Die Berechnungen sind daher voneinander unabhängig und man berechnet lediglich einen Gleichgewichtszustand nach dem anderen. Im ersten Abschnitt der Vorlesung beschäftigen wir uns also nun mit den Zeitreihen selber. Was gibt es für Typen, wo kommen sie her und wie kann man das eigentlich alles modellieren? Woher stammen nun Änderungen in den Eingangsgrößen der Netzsimulation und über welchen Zeitintervalle reden wir eigentlich? Zunächst mal schauen wir uns eine typische Energieerzeugungsanlage an. Eine Aufdach-PV-Anlage eines Einfamilienhauses. Rechts seht ihr die Leistung dieser PV-Anlage, und zwar für 9 Tage mit einer Auflösung von 10 Minuten. Es gibt also immer einen Zeitraum für eine Zeitreihenberechnung und eine Auflösung. Die PV-Zeitreihe weist ein gewisses wiederkehrendes Verhalten auf. Mittags gibt es ein wie auch immer geartetes Maximum, während nachts keine Leistung anliegt bzw. Energie erzeugt wird. Wichtig, stellt man wie hier die Leistungswerte einer Zeitreihe dar, kann man die erzeugte Energie als Fläche unterhalb der Kurve ablesen. Das ist manchmal ganz praktisch. Ansonsten seht ihr auch oft, dass die Energie oder der Energieoutput einer Anlage dargestellt wird als Zeitreihe. So, wir sehen hier anhand dieser gemessenen PV-Zeitreihe, dass die konkreten maximalen Leistungen pro Tag unterschiedlich sind. Je nach Sonne, Bewölkungsgrad oder Temperatur hat die PV-Anlage einen unterschiedlichen Output. Die installierte Leistung der PV-Anlage ist aber immer gleich, zum Beispiel 5 Kilowatt. Das ist das, was die Anlage maximal bringen kann bei besten optimalen Bedingungen. Diese wird, wie man sieht, hier nur ein einziges Mal erreicht, am 13. April. Sonst bleibt die Leistung unterhalb der maximalen möglichen Leistung. Neben den variablen Zeitreihen der PV-Anlagen sieht man hier eine weitere Erzeugungsanlage, die nicht gleichmäßig konstant Strom produziert. Energie erzeugt durch eine Windkraftanlage ist nämlich ebenfalls nicht konstant, auch wenn man den Eindruck hat, dass sich die Räder immer sehr gleichmäßig drehen. Ihre zeitlichen Veränderungen sehen aber ganz anders aus als von Photovoltaikanlagen. Hier sehen wir zum Beispiel auf 2 Zeitskalen die Veränderungen einer Windkraftanlage bzw. deren Energieoutput. Oben seht ihr den täglichen Mittelwert einer Windkraftanlage und unten einen monatlichen
mittleren Kapazitätsfaktor. Also oben sieht man, wie sich täglich der Energieoutput der Anlage ändert. Das ist ein ganz schönes Gezappel und irgendein wiederkehrendes Muster kann man irgendwie auch nicht erkennen. Unten hingegen der monatliche Kapazitätsfaktor. Übrigens, der Kapazitätsfaktor ist die mittlere generierte Leistung der Windanlage geteilt durch die installierte Peakleistung einer Windanlage. Wenn hier zum Beispiel steht 40%, dann hat sie 40% ihrer möglichen Leistung an dem Tag gebracht. Was man halt gut erkennen kann, wie gesagt, nicht der Tag-Nacht-Rhythmus, aber man kann erkennen, dass im Winter wohl mehr Wind weht und dadurch auch mehr Leistung bei den Windparks erzeugt wird als im Sommer. Man sieht hier also eine eher saisonale Abhängigkeit. Aber nicht nur Erzeuger ändern sich mit der Zeit, sondern auch Verbraucher. Und das ist ganz schön wichtig bei einer Netzsimulation. Das ist aber auch wichtig beim Verkauf von Energie. Verbraucher, die mehr als 100.000 Kilowattstunden pro Jahr verbrauchen, haben einen eigenen Zähler und werden gemessen. Der Stromverbrauch der anderen, der wird eher so geraten. Um den Verbrauch besser abschätzen zu können, wurden sogenannte Standardlastprofile entwickelt. Diese stellen für Haushalte, Gewerbe, Handel und Dienstleistung, aber auch Landwirtschaft Tageszeitreihen dar, die man benutzen kann, um den Verbrauch so über den Daumen abzuschätzen. Dazu unterscheidet man noch saisonal, im Winter Übergang um Sommertagen und außerdem teilt man nochmal auf, wie der Verbrauch an Werktagen, Samstagen und Sonntagen so aussieht. Hier sieht man mal so ein Standardlastprofil für Haushalte H0. Sie wurden erstellt, indem man den Mittelwert von etwa 1000 Haushaltsverbräuchen gebildet hat. Werktags entstehen dabei 3 Peaks, wie man sieht. Morgens, mittags und einen großen Peak am Abend. Am Samstag und Sonntag verschwimmt dieser Morgens- und Mittagspeak so ein bisschen, da viele Menschen unterschiedlich aufstehen und auch mal länger schlafen und dann anders Strom verbrauchen, als wenn sie zur Arbeit müssen. Und dann gibt es noch weitere Standardlastprofile. Hier zum Beispiel habe ich euch 6 verschiedene Varianten aufgelistet für Gewerbe und 2 für Landwirtschaft. So, und jetzt ratet mal, welches der hier rechts und gezeigten Profile passt wohl zu welchem Typ. Na, fangen wir mal mit dem in der obersten Reihe in der Mitte an. Na, wer hat G4 gesagt? Das ist ein Laden oder ein Friseur. Hier wird während der Woche gearbeitet und am Wochenende. Aber nicht so lang, denn nachmittags ist auch mal Feierabend am Samstag. Rechts oben ist eine G5. Das ist eine Bäckerei oder mit Backstube. Da sieht man sehr früh einen hohen Stromverbrauch, weil die Backstube natürlich sehr früh anfängt, Brötchen zu backen. Und zwar sowohl am Wochenende, also am Samstag, als auch während der Woche. So, was ist denn das sehr exotisch aussehende Profil links unten? Was meint ihr? Ja, das ist ein bisschen gemein gewesen. Das ist nämlich ein landwirtschaftlicher Betrieb mit Milchwirtschaft und Tierzucht. Das heißt, da wird morgens und abends werden die Tiere gemolken, ganz früh und ganz spät. Und dann werden sie gefüttert und dazu wird natürlich Strom verbraucht. Milchpumpen etc. Okay, Mitte unten. Da sieht man schon sehr eindeutig, wo es hinführt. Nämlich in die G6. G6 heißt Wochenendbetrieb. Und das letzte ist auch ganz klar, da haben wir nur einen Stromverbrauch am Werktags, darum ist es G1, nämlich Gewerbe werktags 8 bis 18 Uhr. Prima. Weitere Verbraucher werden nun in diesen jeweiligen Standardlastprofilen einfach zugeordnet, wie hier in der Tabelle vom BDEW dargestellt. Links sehen wir immer den Wirtschaftszweig und rechts den dazugehörigen VDE-Lastprofil.
Zoomen wir einmal kurz ran, um uns ein Beispiel anzugucken. Hier sieht man zum Beispiel in der ersten Reihe einen Abbruch- und Sprengbetrieb. Das wird anscheinend immer mit dem G1-Profil dargestellt. Ihr erinnert euch, das sind die, die nur werktags von 8 bis 18 Uhr arbeiten. Genauso wohl Abdichtung gegen Wasser und Feuchtigkeit. Nun gucken wir uns das dritte an, ein Abendgymnasium. Und wie erwartet, wird das ein G2. G2 wird sich dadurch auszeichnen, dass in den Abendstunden hier auch Strom verbraucht wird. Und so geht das für alle Wirtschaftszweige einmal durch, von A bis Z. Für Gasverbraucher ist das ganz ähnlich. Da gibt es auch Standardlastprofile und die werden auch wieder verschiedenen Typen zugeführt oder zugeordnet. Das seht ihr hier. Einfamilienhaus, Mehrfamilienhaus, Kochgas, Beherbergung, Bäckereien, Papier und Druck, alles was so Gas verbraucht, ist hier auch eingeteilt und genannt. Nun, das Wichtigste an diesen Standardlastprofilen Strom und Gas ist, dass wenn man gar keine anderen Zeitreihen hat, dann kann man immer auf Standardlastprofile zurückgreifen und sie als Eingangszeitreihen für eine Netzsimulation, zum Beispiel mit PandaPower oder mit PandaPipes benutzen. Schaut man sich aber im Vergleich dazu ein echtes Lastprofil an, merkt man schnell, dass man hier vielleicht teilweise große Fehler oder zumindest Unsicherheiten mit in eine Netzsimulation reinbringt. Hier ist mal eine Stromlastzeitreihe mit einer Sekundenauflösung. Eben hatten wir ungefähr 10 oder 15 Minuten. Man sieht hier, dass die Maximalwerte, also die groben Werte so am Morgen und nachmittags zwar schon da sind, aber durch die höhere Auflösung sieht man sehr viel schärfere Peaks und viel weniger runde, durchgehende Verläufe. Das ist der Unterschied zwischen einem Mittelwert und einem einzelnen Lastprofil. Man kann hier zum Beispiel auch ganz genau erkennen, dass es immer wieder so kleine Peaks gibt, die sich wiederholen. Das sind zum Beispiel Kühlschränke oder Tiefkühler, die dann immer wieder einen Sollwert, einen vorgegebenen Sollwert versuchen anzustreben und dann immer angehen und ist der Sollwert erreicht, gehen sie wieder aus. Sogenannte getaktete Verbraucher. Das heißt, was man aber auch sehen kann, morgens wird dann die Kaffeemaschine, Toaster, Licht und so weiter angeschaltet und dann werden die Peaks so gegen 8 Uhr breiter. Dann kommt am Mittag der Elektroherd zum Einsatz und jemand schaltet vielleicht die Wasch- oder Spülmaschine an. Und abends kommt dann der Computer, Fernseher und wieder wahrscheinlich jede Menge Licht, bis alle schlafen gehen. Es ist also immer wichtig zu überlegen, wie genau muss meine Zeitreihe aussehen, wie hoch aufgelöst brauche ich sie, damit die Netzsimulation auch die Frage beantworten kann, die wir uns als Forschungsfrage oder wissenschaftliche Frage gestellt haben. Denn die Zeitreihensimulation mit dem Netz ist genauso in der gleichen Auflösung natürlich wie die Zeitreihen, die ich vorgebe, sei es nun Erzeuger- oder Verbrauchszeitreihen. Braucht man nun hochaufgelöste Zeitreihen und es gibt keine gemessenen oder echten Daten, dann kann man auch Modelle bauen oder Modelle nutzen, um sich sogenannte synthetische Lastprofile zu erstellen. In diesem Fall zum Beispiel wurden dann die Haushalte nochmal in Typen unterteilt. Je nachdem, ob man alleinstehend, Paare oder ganze Gruppen an Menschen in einem Haushalt vorfindet, ob sie Kinder, berufstätig oder Rentner sind. Will man viele Lastprofile für ein großes Netz erzeugen, kann man hier auch die Typen statistisch verteilen, wie sie in Deutschland vorkommen. Das seht ihr auf der rechten Seite in der Tabelle. Da wären dann Paare ohne Kinder am häufigsten, gefolgt von Rentnern und Single-Haushalten ohne Kinder. Man kann das also beliebig genau angehen. Auf der rechten Seite seht ihr nochmal einen Link zum Load Profile Generator. Der ist Open Source und ihr könnt ja mal ausprobieren, ob ihr damit schöne synthetische Lastprofile generieren könnt. Fandet ihr das schon kompliziert oder aufwendig? Na, dann schaut euch erstmal an, wie man Wärmebedarfe sortiert, berechnet und modelliert. Natürlich gibt es ganz unterschiedliche Wärmeverbraucher, auch Industriewärme und Prozesswärme. Aber schauen wir uns erstmal
die Gebäudewärme an. Im Gebäude müsste man natürlich heizen. Und das ist natürlich abhängig von der Art, von dem Baualter des Gebäudes, von der Sanierung und vielem, vielem mehr. Für eine erste Einteilung der verschiedenen Gebäudetypen und damit auch den verschiedenen Wärmeverbräuchen kann man hier in der Tabula-Einteilung des IWU mal reinschauen. Da gibt es verschiedene Typen von Häusern, die da angeschaut werden. Einfamilienhäuser, Reihenhäuser, Mehrfamilienhäuser, große Mehrfamilienhäuser und Hochhäuser. Und je nachdem, wann die nun wie gebaut wurden, das nennt man dann Baualtersklassen, haben sie verschiedene Eigenschaften definiert. Für diese Gebäudetypen, die ich eben gezeigt habe, wurde dann ein Katalog erstellt, in dem verschiedene Dinge festgelegt wurden. Hier ist zum Beispiel ein Beispielgebäude für ein Reihenhaus. Das ist irgendwie 1860 bis 1918 gebaut worden. Man sieht hier im Land Deutschland, man sieht hier eine Gebäudeklasse, eine Baualtersklasse und so weiter. Des Weiteren, vor allem wenn man Gebäude modellieren will und wissen will, wie viel Wärme sie verbrauchen, sieht man hier auch die U-Werte definiert, und zwar für verschiedene Gebäudetypen oder Gebäudeteile. Die Außenmauer, die Fenster, den Fußboden und so weiter. Diese U-Werte lassen sich ganz gut nutzen, wie gesagt, um Gebäude zu modellieren, um die Wärmebedarfe daraus zu berechnen. Für jedes dieser Gebäudetypen wurden dann auch für einen Ist-Zustand die Wärmeversorgungssysteme definiert. Zum Beispiel hier für das Beispielgebäude ein Heizsystem, das eine Zentralheizung besitzt, basierend auf Gas und in Kombination auch für Warmwasser. Denn wir dürfen nicht vergessen, die Gebäudeheizung ist ein Wärmebedarf, aber wir haben auch noch einen Bedarf an Trinkwarmwasser. Auf der rechten Seite seht ihr dann die Energiewerte dafür. Was jetzt ganz spannend ist, dass in dem Katalog nicht nur ein Ist-Zustand für jedes Gebäude oder jeden Gebäudetyp definiert wurde, sondern auch Modernisierungspakete, und zwar gleich 2 Stück. Modernisierungspaket 1 nennt sich konventionell und Modernisierungspaket 2, das nennt sich zukunftsweisend. Und auf der rechten Seite seht ihr, was das bedeutet. Da wurden nämlich dann die U-Werte angepasst und auch die Wärmeversorgungssysteme wurden dann saniert sozusagen. Jetzt heißt natürlich, zukunftsweisend ist so ein bisschen relativ, wenn man überlegt, dass das Ganze 1990 entstanden ist. Und wir mittlerweile, fast 35 Jahre weiter sind. Und wenn man sich genauer anguckt, was hier für zukunftsweisend gehalten wurde, sind in diesem Beispielgebäude zumindest beides Lösungen für Gas. Nun, mit dem eben gezeigten Katalog und den ganzen Inputdaten kann man wunderbar Gebäudemodelle ableiten für verschiedene Typen, die wir dann in ein Netz platzieren können. Das haben wir hier gemacht. Zum Beispiel sogar eine integrierte Strom- und Wärmezeitreihe. Links seht ihr ein Einfamilienhaus. Das Blaue, was kaum zu erkennen ist, in ganz klein, ist der Stromverbrauch. In grün seht ihr Raumwärme und die orangenen Peaks sind Trinkwarmwasser. Also jedes Mal, wenn ihr heiß Wasser anmacht, dann entsteht hier so ein Peak. Und ein bisschen dickere Peaks, wenn ihr dann ein bisschen länger heiß duscht. Auf der rechten Seite seht ihr eine Zeitreihe für ein Mehrfamilienhaus. Beides für 16 Tage im Frühling. So, nun vergleicht mal, was sind denn so die wichtigsten Unterschiede, die ihr erkennen könnt. Na klar, generell ist natürlich in einem Mehrfamilienhaus alles irgendwie ein größerer Verbrauch. Aber ganz wichtig, den Stromverbrauch kann man sehen, der guckt rechts in Blau schon ein bisschen zwischen den anderen Verbräuchen durch. Aber der orangene, nämlich das Trinkwarmwasser, ist einfach nur häufiger geworden. Denn nur weil mehr Leute in einem Haus wohnen, duschen sie ja nicht alle gleichzeitig, sodass der Peak nach oben geht. Sondern sie duschen halt öfter. Wahrscheinlich versetzt
Was aber gemeinsam wirklich extrem ansteigt, ist der Wärmebedarf. Weil Heizen multipliziert sich natürlich, je nach Wohnung wird mehr geheizt. Im zweiten Abschnitt dieses Videos werdet ihr ein Beispiel kennenlernen, in dem wir eine Zeitreihe berechnen, und zwar eines Strom- und Gasnetzes. Und dabei werden wir die Flexibilität von Elektrolyseuren nutzen, um erneuerbare Energien nicht mehr abregeln zu müssen. Stellt euch das Energiesystem also wie folgt vor. Es gibt 3 Netzarten: Stromnetze, Gasnetze oder Wasserstoffnetze und Wärmenetze. Alle sind miteinander verbunden. Wärmepumpen verbinden zum Beispiel Strom- und Wärmenetze. Heizkraftwerke verbinden Gas- und Wärmenetze. Und Elektrolyseure sind sowohl am Stromnetz als auch am Gasnetz angeschlossen. Um nun das Verhalten eines Elektrolyseurs in 2 Netzen abzubilden, muss man normalerweise eine Kosimulation aufbauen. Das bedeutet, man verbindet 2 Einzelsimulationsumgebungen mit einer Software-Schnittstelle. Hier seht ihr mal so ein Beispiel. Auf der einen Seite seht ihr das Stromnetz, modelliert in der Software PSS Synccal, zusammen mit Erzeugern und Verbrauchern. Und auf der anderen Seite seht ihr das Gasnetz in PSS Synccal Gas, ebenfalls mit Verbrauchern. Und schaltet man nun einen Elektrolyseur dazwischen, muss dieser sowohl auf der Strom- als auch auf der Gasnetzsimulationsseite auftauchen. Das heißt, wenn nun eine Netzsimulation durchgeführt wird im Strom, mussten die Werte des Elektrolyseurs über eine extra entwickelte Python-Schnittstelle, hier in Blau, und eine Kosimulation, wie zum Beispiel OpSim, hier auch in Blau, weitergegeben werden, damit sie die Werte auf die andere Seite in die Gasnetzsimulation weiterleitet. Ist das Gasnetz dann berechnet, werden die Werte wieder zurück, also die des Elektrolyseurs, wieder zurück über die Python-Schnittstelle zur Stromnetzsimulation übergeben. Dann folgt der nächste Zeitschritt und alles geht wieder von vorne los. Klingt umständlich, ist es auch ein bisschen. Aber das Ganze funktioniert. Links seht ihr da zum Beispiel eine Tageszeitreihe für das Stromnetz am Elektrolyseur und rechts die Ergebnisse für das Gasnetz. Positive Werte stellen Verbräuche dar und negative Werte die Erzeugung. Links im Stromnetz sieht man also den Verbrauch des Elektrolyseurs. Rechts dagegen sieht man die Erzeugung im Gasnetz oder die Einspeisung des Gases, das vom Elektrolyseur erzeugt wurde. Die Einspeisung oder die Erzeugung des Elektrolyseurs wird dann aufaddiert auf den gesamten Gasnetzverbrauch und addiert sich dann zur Gesamtzeitreihe am Gasnetzanschlusspunkt. Nun, es funktioniert zwar, aber es ist doch sehr umständlich. Man muss eine Python-Schnittstelle entwickeln, man benötigt 2 PSS-Synccal-Lizenzen, eines fürs Stromnetz und eins fürs Gasnetz. Und man muss jedes Mal die ganze Instanz öffnen, einschließlich Eingabemaske und dann wieder schließen. Daher hatten wir die Idee, das Ganze in einer anderen Variante einfacher handhabbar zu machen. Und das war dann PandaPipes. Wie PandaPipes damit umgeht, sehen wir jetzt in dem nächsten Beispiel. Hier seht ihr die kleine Stadt Schutterwald. Sie kommt bei unseren PandaPipes-Beispielen immer wieder vor, weil wir ein synthetisches Strom- und Gasnetz dafür abgeleitet haben und das nun immer wieder benutzen können. Synthetisch heißt, wir haben zwar keine Realdaten, aber sind schon sehr nah dran, weil wir mithilfe von öffentlichen Informationen ein Pipeflow- und lastflussfähiges Netzmodell für PandaPipes und PandaPower erstellen konnten. Hier seht ihr also auf der rechten Seite, wie sowas aussieht.
In Blau und Orange haben wir zwei Fieder des Mittelspannungsstromnetzes abgebildet. Die schwarzen Linien und Punkte stellen das Gasnetz dar. Etwa in der Mitte ist in diesem Netz der Übergang zum Hochspannungsnetz zu sehen. Außerdem sind hier erneuerbare Energieanlagen angeschlossen, die Strom in das Stromnetz einspeisen. Daher kommt es leider häufiger zu Netzüberlastungen und als Folge müssen die erneuerbaren Energieanlagen, zum Beispiel PV-Anlagen, herunter oder sogar abgeregelt werden. Es stellt sich uns also nun die Frage, wenn wir nun Elektrolyseure in das Netzgebiet einfügen und platzieren, die den Strom, der sonst ab- oder runtergeregelt werden muss, nutzen, um Wasserstoff zu erzeugen, wie viel Energie kann dann noch genutzt werden? Und wie sieht dabei die Anzahl und Platzierung der Elektrolyseure aus? Und wie viel installierte Leistung müssten die wohl aufweisen, um optimal die Energie der erneuerbaren Energieanlagen zu nutzen? Die Anzahl und die Größe der Elektrolyseure sind also unsere Parameter. Die Grenzwerte im Strom- und Gasnetz, die eingehalten werden müssen, sind hier dargestellt. Die maximale Spannung, Maximum Voltage, und die maximale Leitungsauslastung, Maximum Line Loading, wurden festgelegt. Diese sind auch die Ergebnisse der Panda Power Lastflusssimulation. Ebenso im Gasnetz wird der maximale Druck am PTG-Knoten, also am Elektrolyseur, Anschlusspunkt namens Maximal Pressure festgelegt und die maximale Wasserstoffeinspeisung, Maximum Hydrogen Fraction, von 10%. Auch das sind wieder zumindest der maximale Druck, sind Ergebnisse aus der Panda-Pipe-Simulation. Wir gehen also nochmal zusammengefasst davon aus, dass die Elektrolyseure Wasserstoff erzeugen und diesen aber noch in ein Erdgasnetz einspeisen. Kommen wir nun zum Algorithmus. Den Ablauf des Algorithmus seht ihr hier in der Abbildung. Dort werden nun unter Annahme von Anzahl und Größe von Elektrolyseuren die abgeregelte Energie bestimmt, indem wir Netzsimulationen durchführen. Wir fangen also an für einen Zeitraum, i kleiner Timesteps, und dort wird als erstes das Stromnetz berechnet. Und zwar mit allen Einspeisungen, Verbräuchen von Haushalten, erneuerbaren Energieanlagen und Elektrolyseuren. Das wird dann ein Powerflow durchgeführt und geschaut, ob es zu Grenzwertverletzungen kommt. Wenn ja, wird mit Hilfe einer Optimierung die abgeregelten erneuerbaren Energieanlagen unter Nutzung der Elektrolyseure verändert, sodass die Grenzwerte wieder eingehalten werden. Das nennt man dann Optimal Power Flow oder kurz OPF. Danach wird dann das Gasnetz gecheckt. Ja, gibt es hier Verletzungen in Druck- oder H2-Einspeisung? Wenn nicht, dann ist ja alles prima. Aber wenn doch, haben wir hier eine regelbasierte Methode, in der wir die Elektrolyseure so weit anpassen, dass auch im Gasnetz wieder alles in Ordnung ist. Wenn das jetzt ein bisschen zu schnell ging oder zu kompliziert ist, könnt ihr das alles nochmal in dem Paper nachlesen von Panda Pipes, das ich hier unten aufgeschrieben habe. Ist nämlich gar nicht so einfach auf die Schnelle. Hier ist nun ein Ausschnitt der Zeitreihe für die Ergebnisse dargestellt. Schauen wir zunächst auf das Stromnetz. Oben sehen wir die Leitungsauslastung der Kabel und unten sehen wir die Spannungsverläufe in den Knoten. Des Weiteren sehen wir die Grenzwerte. Oben haben wir 60% Leitungsauslastung festgelegt und unten 1,06 PU. Schauen wir uns jetzt die Ergebnisse an, die im Netz vorherrschen, sehen wir, dass wir hier sowohl in der Leitungsauslastung als auch bei der Spannung die Maximalwerte massiv überschreiten. Der Optimal Power Flow korrigiert das allerdings, sodass die grüne Linie dann unter den gegebenen Grenzwerten liegt. Im Gasnetz sieht es ähnlich aus. Wir haben hier oben den Massefluss dargestellt und unten den Gasdruck. Außerdem seht ihr wieder die Grenzwerte.
Der Massenfluss darf nicht unter 0 sinken und der Grenzwert für den Druck haben wir ja bei 0,75 bar festgelegt. Schauen wir uns jetzt die Ergebnisse der Zeitreihe an, sehen wir, dass in den Kurven ohne Korrektur sehr wohl negative Massenflüsse erreicht werden und die Drücke stark überschritten. Nach der Korrektur durch unsere regelbasierte Eingriff haben wir beides wieder in den Grenzwerten. Einmal der Massenfluss über 0 und der Druck liegt immer schön unter 0,75 bar. Schauen wir uns nun die Endresultate an und damit die Antwort auf unsere Fragen, wie viele Elektrolyseure und mit welcher Größe sind am besten geeignet, um die Abregelung von erneuerbaren Energieanlagen zu reduzieren. Das seht ihr nun hier dargestellt. Aufgetragen ist immer die vermiedene Abregelung in Prozent, also wie viel der erneuerbaren Energie jetzt nicht mehr abgeregelt wird. Das heißt auch, je größer dieser bunte Kasten da auf der Y-Achse, desto höher liegt, also je größer der Wert ist, desto besser ist es. Dieser Kasten, für alle, die dies nicht wissen, ist übrigens Teil des sogenannten Visca-Box-Plots, das hier als Darstellung genutzt wird. Wenn ihr das nicht kennt, dann schaut mal hier im Internet nach, zum Beispiel in der Dokumentation von Matplotlib. Das ist nämlich eine super gute Möglichkeit, ganze Verteilungen darzustellen. So. In unserer Untersuchung werden hier übrigens nur Fälle mit Elektrolyseuren betrachtet. Das ist ganz einfach deswegen, weil wir hier ja die vermiedene Abregelung betrachten und die wäre bei der Variante ohne Elektrolyseure einfach gleich 0. So, schauen wir uns also die Ergebnisse an. Der linke Block zeigt die vermiedene abgeregelte Energie für einen Elektrolyseur. In der Mitte seht ihr alles für 2 Elektrolyseure und rechts für 6 Elektrolyseure. Außerdem stellen die bunten Balken, also die Boxplots, die Ergebnisse für unterschiedliche Größen der Elektrolyseure dar. Das heißt, für einen Elektrolyseur seht ihr hier die Zahlen 1, 2, 5 und 10 und das sind dann die installierte Leistungen der Elektrolyseure oder PTG, Power-to-Gas-Anlagen, in Megawatt. Wir sehen also generell, dass es, je mehr Elektrolyseure es gibt, es besser ist, um Abregelung zu vermeiden. Und dass die Größe der installierten Leistung der Systeme eher nur einen kleinen Effekt hat. Also viele kleine Elektrolyseure sind besser als ein großer. Ich hoffe, dieses Beispiel hat euch anschaulich gezeigt, warum und wofür wir zum Beispiel Zeitreihensimulationen benutzen können. So, nun gehen wir also zum letzten Beispiel für die Anwendung einer Zeitreihensimulation. Hier planen wir keine Elektrolyseure, sondern den Ausbau von Strom- und Gasnetzen. Dabei geht es nicht unbedingt um neue Leitungen oder Trassen, sondern um Verstärkungsmaßnahmen von Kabeln und neue Gasnetzanschlüsse von Verbrauchern. Aber seht selbst. So, es geht also um eine Studie, die im Rahmen einer Masterarbeit entstanden ist. Wir wollten damals schauen, welchen Einfluss die Installation von Wärmepumpen auf die Netzinfrastruktur hat. Damals heißt 2019, also noch vor der Energiekrise und dem Gasausstieg und so weiter. Deshalb dachten wir, wir testen neben der Nutzung von Stromwärmepumpen auch erdgasbasierte Wärmepumpen. Ja, die gibt's. Wir haben also nun einen Ort mit Strom und einem Gasnetz und nun könnten sich ja die Bewohner aussuchen, ob sie sich eine Strom- oder Gaswärmepumpe anschaffen möchten. Darauf haben wir folgende Studie abgeleitet. Wir fügen also neue effiziente Wärmepumpen in ein Energiesystem ein. Wir berechnen dabei die Kosten für die Gebäudeeigentümer, aber auch die Kosten für den Stromnetzausbau und auch die Kosten für einen Neuanschluss an das Gasnetz,
wenn denn notwendig. So können wir nämlich die Gesamtkosten betrachten und sehen, was gesamtwirtschaftlich am besten ist und nicht nur für die eine oder die andere Partei. Für die Untersuchung nehmen wir 3 Fälle an. In dem ersten Fall benutzen wir ausschließlich oder bauen wir ausschließlich neue Stromwärmepumpen ein. Im zweiten Fall entscheiden wir uns ausschließlich für Erdgaswärmepumpen. Und im dritten Fall machen wir einen Mix, teilweise Strom, teilweise Gaswärmepumpen. Die Studie wird wieder in unserem Lieblingssimulationsort umgesetzt, nämlich Schutterwald. Hier seht ihr diesmal das Niederspannungsnetz von Schutterwald. Das ist wieder ein synthetisches Netz mit offenen Daten und jeder Menge Experten-Know-how. Auf der anderen Seite seht ihr das Niederdrucknetz von Schutterwald. Falls ihr noch mal wissen wollt, wie wir so synthetische Netze erstellen, sind hier noch ein paar Informationen dazu. Annahmen, die wir gemacht haben, zum Beispiel, dass jedes Haus 2 Kilowatt Anschlussleistung hat, welche Kabel wir für die Hausanschlüsse und die Straßen benutzen, dass wir hier annehmen, dass es ein maschenfreies Netz ist und dass die Spannungen immer so größer 360 Volt sein müssen. Zulässige Belastungen für die Kabel haben wir 50% angenommen und für die Trafos 130. Das ist nur für den Fall, dass ihr mal selber ein synthetisches Netz erstellen wollt. Um nun eine Netzsimulation durchzuführen, brauchen wir nicht nur die Netzstruktur, sondern auch die Verbraucher. Für die Wärmepumpen benötigen wir genaue Informationen, da nicht jeder Haustyp mit einer Wärme ausgestattet werden kann. Deshalb teilen wir zunächst den einzelnen Häusern in Schutterwald Baualtersklassen zu, jedem einzelnen Haus. Damit haben wir die Grundlage für den Wärmebedarf der Häuser, die wir im nächsten Schritt ausrechnen. Über weitere Statistiken teilen wir als nächstes jedem Haus ein Wärmesystem zu. Das kann zum Beispiel eine Ölheizung sein, eine Gasheizung oder auch strombasiert. Nun, wir sind ja noch beim Thema Zeitreihensimulation, das heißt, wir brauchen für unser Netz jetzt auch Zeitreihen. Die leiten wir aus den vorgenannten Informationen ab. Und zu den wichtigsten gehört zunächst mal der Stromverbrauch, der Raumheizungsbedarf und der Warmwasserverbrauch. Also Duschen und Warmwasser und Abspülen. Dazu haben wir ein Modell genutzt, das alle 3 Energiebedarfe konsistent für Haushalte simuliert und dabei sogar die Anwesenheit der Bewohner als Grundlage nutzt. Die Wärmepumpenzeitreihen werden dann anhand der Wärmelasten modelliert. Dazu wird zunächst ein Wärmepumpensystem mit einem Pufferspeicher angenommen, das eine Standardregelung hat. Das heißt, der Pufferspeicher muss immer eine bestimmte Temperatur haben. Und fällt die Temperatur im Pufferspeicher unter diese Grenztemperatur, geht die Wärmepumpe an, um den Pufferspeicher wieder aufzuheizen. Ein Pufferspeicher ist nützlich, damit die Wärmepumpe nicht immer an- und ausgehen muss, wenn wir den Raumwärmebedarf ändern. Hier in der Abbildung sehen wir einmal die Wärmelast, Raumwärme und Trinkwarmwasser und dann die Zeitreihen für den Wärmespeicher, sowohl wie auch die weiteren Zeitreihen für die Wärmepumpe, den Heizstab und das alles ändert sich auch noch in Abhängigkeit der Außentemperatur. Die Stromlastzeitreihe der Haushalte und die Wärmepumpenzeitreihe wird nun in das Panda-Power-Modell eingefügt, für jeden einzelnen Haushalt. Und dann wird eine Netzsimulation durchgeführt. Hier sehen wir die Ergebnisse, wenn wir nur elektrische Wärmepumpen in das Netz bei den dafür geeigneten Häusern anschließen. Es fällt auf, dass der nördliche Teil des Netzes grün zeigt und damit kaum oder keine Verletzungen aufweist, aber in einigen Regionen dafür besonders häufig Netzüberlastungen und Grenzwertüberschreitungen auftreten. In dem Mix-Szenario, in dem wir halt nicht nur elektrische Wärmepumpen, sondern auch da wo möglich Gaswärmepumpen verbauen, sehen wir weniger Verletzungen, vor allem in den Bereichen, in denen das Gasnetz liegt. Was heißt jetzt, da wo möglich bauen wir Gaswärmepumpen hin?
Nun da, wo die Häuser in der Nähe des Gasnetzes liegen. Hier sehen wir nochmal den Vergleich. Wir sehen nämlich Cluster von Grenzwertverletzungen, und zwar auf der linken Seite bei den Wärmepumpen in den geeigneten Häusern, die sich immer in Quartieren oder zum Beispiel Neubaugebieten zusammenschließen. Und sie sind nicht gleichmäßig auf die Ortschaft verteilt. Und auf der rechten Seite sehen wir dann die Grenzwertverletzungen für das Mix-Szenario, auch in 2 Clustern, die noch übrig geblieben sind. Die anderen wurden dadurch beseitigt, dass die Häuser in der Nähe des Gasnetzes Gaswärmepumpen angebaut haben und somit keine Stromnetzbelastung mehr darstellen. Nur die beiden Cluster, wo das Netz weit weg ist, werden weiterhin mit Stromwärmepumpen bestückt. Betrachten wir nun zunächst die Kosten für die Hausbesitzer, die daraus resultieren. Die Kosten sind hier auf der X-Achse dargestellt, die CO2-Emissionen dafür auf der Y-Achse. Es werden 4 Heizsysteme betrachtet: Ölheizung, Gasheizung, Gaswärmepumpen und Stromwärmepumpen. Die Kosten und Emissionen für die Stromwärmepumpen wurden auch noch für 3 verschiedene zukünftige Jahre berechnet, nämlich 2017, 2030 und 2050. Hier geht vor allem die Annahme ein, dass der Strom in Zukunft immer mehr Anteile durch erneuerbare Quellen beinhaltet, wodurch die Emissionen sinken. Die Stromkosten werden hier erstmal als gleich angenommen. Sollte man die Änderung der Stromkosten noch mit bedenken, dann würden sich die Ergebnisse hier nochmal dementsprechend anpassen. Die 3 Punkte auf jeder Linie stehen für die unterschiedlichen Sanierungszustände. Je weniger saniert die Häuser sind, desto höher ist der Wärmebedarf und desto höher sind die Kosten. Das gilt übrigens für alle Systeme gleichmäßig. Hier sehen wir also, dass Wärmepumpen für unsanierte Gebäude recht teuer sind, aber sie haben in Zukunft die geringsten Emissionswerte. Reduziert man allerdings den Wärmebedarf, können sie sehr schnell mit den anderen Varianten mithalten. Jetzt haben wir uns die Netzbelastungen angeguckt und können daraus die Kosten für einen Netzausbau ableiten. Und auf der anderen Seite haben wir uns die Kosten für die Gebäudeeigentümer angeschaut, die sich neue Heizsysteme kaufen wollen. Wie in der Konzeption der Studie angedacht, vergleichen wir nun die Kosten für die Haushalte und die Kosten für die Netze und bringen dann im nächsten Schritt beides zusammen. Hier sehen wir die Annuitäten für die Stromwärmepumpen und die Gaswärmepumpen. Auf der anderen Seite sehen wir nun die Kosten für den Stromnetzausbau und den Anschluss von neuen Haushalten ans Gassystem. Wir sehen hier, dass die Wärmepumpen, wenn es nur elektrische Wärmepumpen sind, die teuersten Kosten verursachen. Die Gaswärmepumpen die niedrigsten Kosten. Und der Mix pendelt sich so in der Mitte ein, bei etwa 700.000 € pro Jahr. Das sind die Kosten für die Haussysteme. Auf der anderen Seite sehen wir aber, dass die Kosten für den Stromnetzausbau viel geringer sind als die Kosten für den Gasnetzanschluss. Betrachtet man nun die Gesamtemissionen der Systeme als Funktion der Gesamtkosten, sieht man, was das bedeutet. Die Kosten unterscheiden sich gar nicht so dramatisch in den 3 Fällen, es sind nur etwa 100.000 € pro Jahr. Die Punkte liegen relativ übereinander. Aber die Reduktion der Gesamtemission ist enorm, wenn man Stromwärmepumpen benutzt. Hier scheint also trotz hoher Kosten für Hausbesitzer die Vorteile sowohl Gesamtkosten als auch emissionsseitig zu überwiegen. Nun könnte man noch darüber nachdenken, ob man diesen Unterschied irgendwie ausgleichen kann, um Anreize dafür zu setzen, zu emissionsfreundlichen Heiztechnologien überzugehen. Dazu kann man in etwa ausrechnen,
wie viel Euro man für eine Tonne CO2 ansetzen muss, um hier ein Even Playing Field für Gas und Strom zu generieren. Das sind die Zahlen auf der rechten Seite. Es ist etwa 142 Euro pro Tonne CO2. Dann wären die beiden Systeme konkurrenzfähig. Um einen Vergleich zu haben, der heutige, und heute heißt bei mir 2025, CO2-Preis liegt dieses Jahr bei 55 Euro pro ausgestoßener Tonne CO2. Das heißt, derzeit sind Stromwärmepumpen in ihrem Kauf und Betrieb immer noch teurer als gasbasierte Systeme. Wir haben also detailliert in dieser Studie sowohl die Strom- wie auch die Gasnetze simuliert, als auch die Haushalte. Dadurch konnte eine gute Kostenanalyse aller Infrastrukturen durchgeführt werden. Es zeigt sich, dass dadurch keine gleichmäßige, sondern eine geclusterte Netzüberlastung entsteht und dass, obwohl Heizsysteme für Gebäude preiswert erscheinen, sie zu einem größeren Gesamtkosten und Emissionen führen können. Lest gerne mehr Details zu der Modellierung und Ergebnisdiskussion in den hier angegebenen Veröffentlichungen. So, wenn ihr wie in der Vorlesung jetzt all das angehört habt, ist es jetzt nun spätestens an der Zeit, selbst tätig zu werden und eine Zeitreihensimulation selbst auszuprobieren. Das erkläre ich euch aber nicht hier, sondern in mein Video Profile und Zeitreihen mit PandaPipes. Da könnt ihr lernen, wie man dieses kleine Netz hier einliest und es dann mit diesen beiden Zeitreihen zusammen verbindet. Dadurch geht wieder auf meinen Kanal, wenn ihr es nicht schon seid, und klickt auf dieses Video. Im Ergebnis solltet ihr dann so etwas produzieren. Ihr habt das Netz mit einer Zeitreihensimulation analysiert und die Ergebnisse sind in Zeitschritten als Plot dargestellt. Viel Spaß damit! Das war's mit der Übersicht über Zeitreihen und die Nutzung von Zeitreihen in Netzsimulationen. Damit machen wir Schluss für heute mit den integrierten Energieinfrastrukturen. Habt ihr Fragen oder Anmerkungen? Schreibt die gern in die Kommentare.